Der Dodo war nicht dumm. Trotzdem haben wir ihn ausgelöscht. Und was Wissenschaftler in den letzten Jahren herausgefunden haben, könnte alles verändern. Was du über diesen Vogel zu wissen glaubst. Denn die Wahrheit ist viel schockierender als die Legende. Aber zuerst eine Frage, und ich verspreche dir, die Antwort wird dich anders über das Aussterben von Tieren denken lassen. Warum hatte der Dodo keine Angst vor Menschen? Schreib deine Antwort in die Kommentare. Ich verrate dir die Antwort am Ende dieses Videos. Willkommen bei Vogelwunder. Hier enthüllen wir jeden Tag die unglaublichsten Geheimnisse der Vogelwelt. Alle Fakten in diesem Video basieren auf wissenschaftlichen Studien und historischen Quellen. Und am Ende wirst du verstehen, warum der Dodo vielleicht das größte Opfer eines Missverständnisses in der Geschichte der Natur wurde. Wenn heute jemand Dodo sagt, denken die meisten Menschen sofort an dasselbe. Dumm, langsam, hilflos. Ein Vogel, der zu unfähig war, um zu überleben. Genau deshalb wurde der Dodo weltweit zum Symbol des Aussterbens. Doch was wäre, wenn fast alles, was wir über ihn gelernt haben, falsch wäre? Was wäre, wenn der Dodo gar nicht dumm war? Und was wäre, wenn nicht seine Schwäche, sondern seine größte Stärke ihn ausgelöscht hätte? Genau das vermuten Wissenschaftler heute und die Beweise dafür sind erstaunlich. Die Geschichte beginnt auf einer kleinen Insel mitten im Indischen Ozean Mauritius. Heute ist sie ein beliebtes Urlaubsziel. Doch vor Hunderten von Jahren war sie etwas völlig anderes. Ein isoliertes Paradies dichter, waldhohe Palmen, klare Flüsse und vor allem keine Menschen, keine Städte, keine Straßen, keine Schiffe, kein Lärm. Millionen Jahre lang blieb diese Insel praktisch unberührt und genau dort entwickelte sich ein Vogel, den es nirgendwo sonst auf der Erde gab. Der Dodo. Sein wissenschaftlicher Name lautet Raphus cucullatus, etwa 1 Meter groß, bis zu 20 Kilogramm schwer, mit kräftigen Beinen, einem gebogenen Schnabel und kleinen Flügeln. Fliegen konnte er nicht und genau hier beginnt das Missverständnis. Denn viele Menschen setzen flugunfähig mit hilflos gleich. Doch die Evolution sieht das anders. Fliegen kostet enorme Energie, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Wenn ein Tier auf einer Insel lebt, auf der es keine Feinde gibt, wird Fliegen plötzlich unnötig. Warum Energie verschwenden, wenn niemand dich jagt? Warum fliehen, wenn keine Gefahr existiert? Warum Angst entwickeln, wenn es nichts gibt, wovor man Angst haben müsste? Über Tausende von Generationen verlor der Dodo deshalb seine Flugfähigkeit, nicht weil er schwach wurde, sondern weil er sie nicht mehr brauchte. Für die Evolution war das eine perfekte Lösung. Und Millionen Jahre lang funktionierte sie. Doch genau hier passierte etwas, das der Dodo niemals vorhersehen konnte. Etwas, das seine gesamte Welt innerhalb weniger Jahrzehnte verändern sollte. Denn während der Dodo friedlich auf Mauritius lebte, entwickelte sich auf einem anderen Teil der Erde eine Spezies, die jede Insel verändern würde, die sie betrat. Der Mensch im Jahr 1598 erreichten niederländische Seefahrer Mauritius. Zum ersten Mal in seiner Geschichte begegnete der Dodo Menschen. Und die Begegnung verlief völlig anders, als wir es erwarten würden. Der Vogel floh nicht. Er versteckte sich nicht. Er griff nicht an. Er blieb einfach stehen. Einige Berichte beschreiben, dass Seeleute sich den Tieren problemlos nähern konnten. Andere schrieben, dass manche Dodos kaum auf ihre Anwesenheit reagierten. Für die Menschen war das unvorstellbar und sie zogen sofort eine Schlussfolgerung. Der Vogel müsse dumm sein. Doch war er das wirklich? Stell dir einen Moment lang vor, du wärst dein gesamtes Leben lang niemals einem Raubtier. Begegnet nicht deine Eltern, nicht deine Großeltern, nicht einmal die Generationen vor. Dir niemand wurde jemals gejagt. Niemand musste fliehen, niemand. Lernte Angst. Würdest du dann einen Menschen als Gefahr erkennen? Wahrscheinlich nicht. Und genau das war das Problem des Dodos, nicht Dummheit, sondern Vertrauen. Ein Vertrauen, das über Millionen Jahre sinnvoll gewesen war. Bis zu dem Moment, als die ersten Schiffe am Horizont erschienen. Doch die Menschen brachten nicht nur sich selbst mit, sie brachten etwas viel Gefährlicheres: Ratten, Schweine, Hunde, Katzen, Tiere, die Mauritius zuvor nie gesehen hatte. Und genau diese Tiere sollten später eine entscheidende Rolle im Untergang des Dodos spielen. Doch dazu kommen wir gleich. Denn zuerst müssen wir verstehen, warum Wissenschaftler heute überzeugt sind,
dass der Dodo völlig falsch beurteilt wurde. Jahrhundertelang glaubte die Welt an ein Bild, das möglicherweise nie existiert hatte. Viele der berühmten Dodo-Zeichnungen stammen von Künstlern, die niemals einen lebenden Dodo gesehen hatten. Sie zeichneten nach Erzählungen, nach Skizzen, nach Erinnerungen. Manche übertrieben seine Körperform, andere machten ihn lächerlich mit Anzizwanzi. Jedem Jahrhundert wurde das Bild des dummen Vogels stärker und irgendwann akzeptierte die ganze Welt diese Geschichte als Wahrheit, ohne sie jemals zu hinterfragen. Doch moderne Wissenschaft funktioniert anders. Sie verlässt sich nicht auf Geschichten, sie sucht nach Beweisen und genau deshalb begannen Forscher, originale Knochen des Dodos erneut zu untersuchen. Mit moderner Technik, mit Computermodellen, mit 3D-Scans und was sie fanden, überraschte selbst erfahrene Ornithologen. Der Dodo war deutlich athletischer als lange angenommen. Seine Beine waren kräftig, sein Körper war stabil und einige Merkmale deuteten darauf hin, dass er sich wesentlich schneller bewegen konnte, als die berühmten Darstellungen vermuten lassen. Doch das war erst der Anfang. Denn als Wissenschaftler seinen Schädel genauer untersuchten, machten sie eine Entdeckung, die überhaupt nicht zum Bild eines dummen Vogels passte. Eine Entdeckung, die den Ruf des Dodos für immer verändern könnte. Und genau diese Entdeckung werden wir im nächsten Teil genauer anschauen, denn sie könnte beweisen, dass der Dodo intelligenter war als die Menschen, die ihn ausgelöscht haben. Fortsetzung folgt. Doch was Wissenschaftler im Schädel des Dodos fanden, stellte ein jahrhundertealtes Vorurteil in Frage. Denn über Jahrzehnte glaubten Forscher, dass der Dodo ein Vogel mit einem kleinen, primitiven Gehirn gewesen sein musste. Schließlich galt er als unbeholfen, langsam und wenig intelligent. Doch moderne CT-Scans zeigten etwas völlig anderes. Forscher rekonstruierten den Schädel des Dodos digital und verglichen ihn mit lebenden Verwandten. Das Ergebnis überraschte viele Experten. Der Dodo besaß ein Gehirn, das für seine Körpergröße völlig normal war. Nichts deutete auf außergewöhnliche Dummheit hin, im Gegenteil. Seine Gehirnstruktur ähnelte stark der von Tauben. Und genau hier wird die Geschichte interessant, denn Tauben gehören zu den intelligentesten Vögeln der Welt. Sie erkennen Gesichter, sie lösen Probleme. Sie merken sich Hunderte von Bildern und sie können sogar zwischen verschiedenen Kunststilen unterscheiden. Der Dodo war ihr naher Verwandter. Plötzlich begann sich das Bild zu verändern. Vielleicht war der Dodo nie dumm gewesen. Vielleicht hatten wir ihn nur falsch verstanden. Doch, wenn der Dodo nicht dumm war, warum verschwand er dann? Diese Frage beschäftigte Wissenschaftler jahrzehntelang. Und die Antwort ist viel dunkler, als viele Menschen glauben, denn die Menschen jagten den Dodo zwar, aber die Jagd allein erklärt sein Verschwinden wahrscheinlich nicht. Was wirklich geschah, war eine Katastrophe, die sich langsam entwickelte und die der Dodo nicht aufhalten konnte. Die niederländischen Schiffe brachten Tiere auf Mauritius, die dort niemals hätten existieren dürfen. Ratten, Schweine, Hunde, Katzen. Für uns sind sie gewöhnlich. Für Mauritius waren sie eine Invasion. Der Dodo legte seine Eier direkt auf den Boden. Er baute keine geschützten Nester in hohen Bäumen. Warum auch? Millionen Jahre lang hatte niemand seine Eier gefressen, doch plötzlich waren überall neue Räuber. Ratten fanden die Eier, Schweine zerstörten die Nester, Hunde jagten die Jungtiere und Katzen machten Jagd auf alles, was sich bewegte. Eine ganze Generation von Dodos konnte verschwinden, bevor sie überhaupt erwachsen wurde. Das Tragische daran ist, der Dodo verstand nicht. Was geschah? Die Evolution arbeitet langsam, sehr langsam. Sie braucht oft Tausende von Generationen, doch die neuen Feinde waren praktisch über Nacht da. Der Dodo hatte keine Zeit, sich anzupassen. Keine Zeit, neue Verhaltensweisen zu entwickeln. Keine Zeit, Angst zu lernen. Die Welt veränderte sich schneller, als sein Körper und sein Verhalten darauf reagieren konnten. Innerhalb weniger Jahrzehnte begann seine Population einzubrechen. Jedes Jahr schlüpften weniger Jungtiere. Jedes Jahr überlebten weniger Nester. Jedes Jahr wurden die Wälder kleiner. Und niemand bemerkte, wie schnell die Katastrophe voranschritt. Denn damals dachte niemand an Naturschutz, niemand zählte die Tiere, niemand überwachte ihre Bestände. Der Dodo verschwand nicht mit einem großen Knall. Er verschwand still, fast unbemerkt. Die
Letzte allgemein akzeptierte Sichtung eines Dodos stammt aus dem Jahr 6 nur etwa 64 Jahre nach der Ankunft der ersten Niederländer. Jahre? Das ist weniger als die Lebenszeit eines Menschen. Ein Vogel, der sich über Millionen Jahre entwickelt hatte, verschwand in einer einzigen menschlichen Lebensspanne. Allein diese Zahl macht viele Wissenschaftler sprachlos. Doch die Geschichte wird noch trauriger. Denn der Dodo wusste nie, warum seine Welt zusammenbrach. Er wusste nicht, was ein Schiff war. Er wusste nicht, was eine Ratte war. Er wusste nicht, was Aussterben bedeutet. Er lebte einfach sein Leben, bis plötzlich keine Zukunft mehr existierte. Heute kennen Milliarden Menschen den Namen Dodo. Doch kaum jemand hat jemals einen Lebenden gesehen, natürlich nicht. Denn kein einziger Mensch auf der Erde lebt lange genug, um ihm begegnet zu sein. Alles, was wir besitzen, sind Knochenpunktzeichnungen, Berichte und die Fehler unserer Vorfahren. Deshalb beschäftigt der Dodo Wissenschaftler bis heute nicht nur wegen seines Aussterbens, sondern weil seine Geschichte eine Warnung ist. Eine Warnung, die aktueller ist als je zuvor. Denn der Dodo war nicht das letzte Tier, das durch eingeschleppte Arten verschwand. Auch heute bringen Menschen Tiere in Lebensräume, in denen sie nie hätten existieren dürfen. Auch heute verschwinden Arten, bevor wir sie vollständig verstehen. Auch heute glauben wir oft, dass die Natur sich schon anpassen wird. Doch die Geschichte des Dodos zeigt, dass das nicht immer passiert. Und genau deshalb schockieren die neuesten Forschungsergebnisse viele Wissenschaftler. Nicht, weil der Dodo außergewöhnlich intelligent war, sondern weil er wahrscheinlich niemals dumm war. Über Jahrhunderte hinweg machten wir ihn zum Symbol für Dummheit. Dabei war er in Wirklichkeit das Opfer einer Situation, gegen die er keine Chance hatte. Wir gaben ihm die Schuld, obwohl wir selbst die Ursache waren. Und jetzt die Antwort auf die Frage vom Anfang: Warum hatte der Dodo keine Angst vor Menschen? Weil er sie nie als Bedrohung kennenlernen musste. Über Millionen von Jahren lebte er auf einer Insel ohne große Feinde. Angst vor Menschen war in seiner Welt völlig unnötig. Nicht Dummheit tötete den Dodo, sondern Vertrauen. Ein Vertrauen, das über Millionen Jahre funktioniert hatte, bis wir auftauchten. Wenn du die richtige Antwort hattest, schreib es in die Kommentare. Und schreib auch: Glaubst du, dass der Dodo unfair behandelt wurde? Der Dodo ist kein Symbol für Dummheit. Er ist ein Symbol dafür, wie schnell eine Welt verschwinden kann. Und es gibt einen Vogel, der heute noch lebt und denselben Fehler macht. Ein Vogel, der ebenfalls keine Angst vor Menschen hat. Und Wissenschaftler befürchten, dass er das nächste große Opfer werden könnte. Im nächsten Video zeige ich dir diesen Vogel. Und ich verspreche dir, du wirst danach den Begriff Aussterben mit völlig anderen Augen sehen. Abonniere Vogelwunder jetzt, damit du kein Video verpasst. Hinweis: Die Fakten in diesem Video basieren auf wissenschaftlichen Studien, historischen Berichten und anerkannten ornithologischen Quellen.